Unternehmen kämpfen heute um die besten Talente. Wir hören immer wieder vom War for Talent, der Kampf um fähige Mitarbeitende. Gleichzeitig erleben aber viele Führungskräfte frustrierend oft, dass ihre Top-Leute plötzlich kündigen. Warum passiert das? Liegt es an der Bezahlung, am Stress, an fehlender Wertschätzung? Die Wahrheit ist komplexer. Und genau darum geht es heute. Die wahren Gründe, warum Unternehmen ihre besten Talente verlieren. Und was Führungskräfte dagegen tun können. Wenn du Unternehmerin, Unternehmer, Führungskraft oder im HR-Bereich tätig bist, dann bleib unbedingt dran. Und wenn dir dieses Thema wichtig ist, dann abonniere diesen Kanal. Hi, ich bin Alice Mustier. Ich unterstütze Firmen dabei, neurodivergente Mitarbeitende besser zu integrieren und ihre vollen Potenziale für das Unternehmen zu nutzen. Die größten Gründe, warum Unternehmen ihre besten Talente verlieren. Erstens, fehlendes Verständnis für neurodivergente und hochbegabte Mitarbeitende. Viele Unternehmen haben keine Strategie für den Umgang mit neurodivergenten Talenten. Dazu gehören Menschen mit Autismus, ADHS, Hochbegabung und anderen besonderen Denkweisen. Vielleicht magst du jetzt sagen, meine guten Talente sind ganz normale Menschen, die haben sowas nicht. Sie haben vielleicht nie über sowas geredet und du weißt nichts davon. Aber ohne nicht genügend in der Birne zu haben, hätten sie sicherlich nicht so Top-Leistungen bringen können. Fakt ist, Hochbegabte sehen Probleme anders und finden häufig unkonventionelle Lösungen. Sie brauchen mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Starre Strukturen, die meist kein Ausprobieren zulassen, frustrieren sie. Viele sind überqualifiziert, aber nicht überfordert, sondern eher überfordert mit langweiligen Routinearbeiten und unterfordert mit möglichen Herausforderungen. Die typischen Fehler von Unternehmen. Sie erkennen das Potenzial nicht und fördern zu wenig oder auch gar nicht. Sie unterschätzen die Bedeutung von Kommunikation und Führung für diese Gruppe. Sie setzen diese Menschen in falsche Strukturen, die sie ausbremsen. Und wenn sie Pech haben, geben diese Menschen irgendwann auf. Sie resignieren. Sie engagieren sich nicht mehr, sondern warten eigentlich nur noch auf ihre Rente. Die Lösung? Unternehmen müssen bessere Rahmenbedingungen schaffen. Mehr Eigenverantwortung, flexiblere Prozesse und eine Führung, die versteht, wie diese Talente ticken. Und das kann man beispielsweise in einer Ausbildung, zum Beispiel Neurodiversitätscoaching-Ausbildung lernen, wie ich sie anbiete. Zweitens, schlechte Führung. Wenn kluge Köpfe sich nicht verstanden fühlen. Hochbegabte und neurodivergente Menschen stellen oft Dinge in Frage. Nicht aus Trotz, sondern weil sie Dinge wirklich besser machen wollen. Und das könnte deinem Unternehmen Tausende von Euros einbringen. Das Problem ist nur, viele Führungskräfte oder auch Leute aus der HR-Abteilung fühlen sich dadurch verunsichert. Sie können damit nicht umgehen, wenn Mitarbeitende unter ihnen schlauer sind als sie selbst. Dabei sind solche meist keine Gefahr, denn sie wollen nur, dass es gut läuft. Sie wollen nicht den Chefsessel haben. Hochbegabte Mitarbeitende haben oft das Gefühl, dass sie gegen eine Wand reden, dass ihre Ideen nicht angenommen werden, dass sie nicht verstanden werden. Sie wollen sinnvolle Arbeit. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Probleme ignoriert werden, gehen sie. Und auch wenn ihre Arbeit ihnen sinnlos erscheint, selbst wenn sie richtig viel Geld dafür bekommen, halten sie es auf Dauer nicht aus. Lösung? Führung auf Augenhöhe statt Mikromanagement. Offenheit für neue Ideen. Nicht jede Kritik ist negativ. Kritik ist nur eine Idee für eine Verbesserung. Strukturen schaffen, in denen kluge Köpfe sich einbringen können. Und vor allem ihnen Freiraum geben. Kreativität braucht Platz. Schaut euch Google an mit dem firmeninternen Riesenspielplatz. Der dritte Grund, warum Talente abhauen: Anpassung statt Potenzialnutzung. Warum Unternehmen ihr größtes Kapital verschwenden. Großer Fehler: Unternehmen erwarten häufig, dass neurodivergente Talente sich anpassen, statt sie in ihren Stärken einzusetzen.
Aber neurodivergent, sagt ja schon der Begriff, sie sind halt neurologisch anders ausgerichtet. Und wenn ein Pinguin in ein Eselskostüm schlüpft, dann wird er mit 4 Beinen nicht laufen können. Und wenn er versuchen wird, mit 4 Beinen zu schwimmen, wird dies auch nicht funktionieren. Lass die Person also so, wie sie ist und nutze das, was sie gut kann. Professor Gerald Hüther sagte einmal, unter den Babys gibt es 98% Hochbegabte. Wenn junge Erwachsene irgendwann die Schule verlassen, gibt es nur noch 2%. Das ist natürlich eine Behauptung, aber es ist wirklich eine massive Talentverschwendung. Er zeigt es sehr schön, auch in seinen Büchern, und das Gleiche passiert auch in Unternehmen. Statt Menschen in ihrer Besonderheit zu fördern, zwingt man sie, sich ins System zu pressen. Das macht die Menschen auf Dauer krank. Und es verhindert dein Unternehmen, von deinem menschlichen Potenzial wirklich zu profitieren. Und gerade wenn es immer mehr um das künstliche Potenzial, also die künstliche Intelligenz geht, solltest du menschliche Intelligenz fördern. Denn gerade Hochbegabte sind meist sehr neugierig und wissbegierig und arbeiten sich auch gerne in die neuen Techniken zum Thema KI ein. Lösung: individuelle Stärken erkennen und nutzen. Anpassungen zulassen, die Leistungen fördern. Zum Beispiel Homeoffice oder auch Mentoring-Programm, die Talente langfristig fördern. Um jetzt abzuschließen, Top-Talente gehen nicht, weil sie woanders mehr Geld verdienen. Sie gehen, weil sie nicht gesehen, nicht gehört und nicht gefördert werden. Vielleicht gehen Talente anfangs wegen Geld, aber wenn das Unternehmen wirklich gut war und sie wertgeschätzt hat, kommen sie häufig wieder zurück. Denn sie wissen, dass Geld nicht alles ist. Und gute Arbeitsatmosphäre, Wertschätzung, Freiraum ist meist mit Geld nicht erwerbbar. Was kann dein Unternehmen also tun? Führungskräfte schulen, Neurodiversität verstehen und richtig führen, flexible Strukturen schaffen, Stärken nutzen statt anpassen, Kommunikation verbessern, Missverständnisse vermeiden, Offenheit fördern. Jetzt ist aber gerade deine Meinung gefragt. Hast du selbst erlebt, dass hochbegabte oder neurodivergente Talente in Unternehmen unterschätzt oder falsch eingesetzt werden? Schreib es unten in die Kommentare. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du mehr über Neurodiversität, Kommunikation und Leadership wissen willst. Bis zum nächsten Video. Wenn du mehr zu neurodivergenten Talenten wissen willst, dann klick hier oben auf das Video. Und denk dran, wer Talente findet und fördert, sichert sich die Zukunft seines Unternehmens.